Vegetarische Kürbis-Mangold-Lasagne. Zutaten: ein großer Hokkaido-Kürbis, 2 Mangoldstauden, 2 Zehen Knoblauch, ein Viertel Liter Gemüsebrühe, 200 Gramm Parmesan, 300 Crème fraîche oder Crème légère, eine halbe Packung Lasagneplatten, eine Kugel Mozzarella, etwas Olivenöl, Kurkuma, Salz und Pfeffer, Oregano, Muskat, Paprikapulver und Cayennepfeffer. Zubereitung: Backofen auf 190 Grad vorheizen. Parmesan fein reiben. Den Hokkaido-Kürbis waschen, entkernen und in Würfel schneiden. 1 bis 2 Stauden Mangold waschen und in breitere Streifen schneiden. Es sollte mengenmäßig ungefähr genauso viel sein wie der Kürbis. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken oder klein hacken. Circa 2 Esslöffel Olivenöl in einem Topf heiß werden lassen und den Kürbis hineingeben und bei mittlerer Hitze circa 3 Minuten anbraten. Immer mal wieder umrühren dabei. Den Knoblauch dazugeben, verrühren, nochmal kurz etwas anbraten. Dann den Mangold dazugeben, sowie auch die Gewürze, Kurkuma, Oregano, süßes Paprikapulver, dann den Mangold dazugeben, sowie auch die Gewürze, Kurkuma, Oregano, süßes Paprikapulver, Cayennepfeffer und auf jeden Fall einiges an Muskatnuss. Gut verrühren und nochmal circa 1 Minute anrösten. Anschließend die Gemüsebrühe angießen und das alles mit Deckel leicht köcheln lassen. Das Gemüse sollte dann auf jeden Fall noch Biss haben. Vom Herd nehmen, circa 3/4 der Parmesanmenge und 3/4 der Crème fraîche légère nacheinander einrühren. Den Boden einer Auflaufform mit etwas Olivenöl bepinseln und eine Lage Lasagneblätter darauf legen. Mit Gemüse und Soße bedecken und wieder Nudelplatten darauf schichten. So verfahren, bis das Gemüse aufgebraucht ist. Dabei immer darauf achten, dass die Nudelplatten überall mit Füllung bedeckt sind. Als oberste Schicht mit Nudelplatten abschließen und diese mit der restlichen Crème fraîche légère bestreichen. Den restlichen Parmesan darüber streuen. Ein Kugel Mozzarella in kleine Stücke zupfen und darauf verteilen. Die Lasagne auf der mittleren Schiene im Ofen
circa 30 Minuten backen, bis die Oberfläche schön gebräunt ist. Mit Kürbissuppe den Herbst genießen. Sobald der Herbst die Kürbissaison einläutet, steht wieder der Deutschen liebstes Kürbisgericht auf dem Tisch, die Kürbissuppe. Ob raffiniert oder einfach, exotisch oder deftig, eine Kürbissuppe lässt sich mit wenigen Zutaten wunderbar variieren und beschert so immer neue Genusserlebnisse. Wir liefern euch viele bunte Rezepte für Kürbissuppe und verraten auch, wie ihr aus der herbstlichen Suppe eine feine Vorspeise zaubern könnt. Kürbissuppe ist cremig und schmeckt fein würzig. Sie leuchtet goldgelb und wärmt wohltuend von innen. Kurzum, Kürbissuppe macht einfach glücklich. Perfekt, dass der Kürbis gerade im Herbst und Winter Saison hat. Dann kann die Kürbissuppe schnell den Winterblues vertreiben. Kürbissuppe ist aber nicht nur ein perfektes Soul Food an trüben Tagen, sondern ergibt auch für Gäste eine edle Suppe, die sich mit feinen Zutaten wie Kürbiskernöl garniert als Vorspeise oder mit Fleisch oder Fischbeilage als Hauptgang serviert richtig gut macht. Kürbissuppe. Welcher Kürbis eignet sich für die würzige Suppe? Eigentlich kann man aus so gut wie jedem Kürbis eine leckere Kürbissuppe zaubern. Je nach Sorte hat die Suppe dann eine eher sämige oder flüssigere Konsistenz, schmeckt nussig, fruchtig oder süßlich. Besonders gern wird der Hokkaido-Kürbis verarbeitet, denn bei diesem leuchtend orangefarbenen kleinen Kürbis kann man die Schale einfach mitkochen. So steht die Kürbissuppe besonders schnell auf dem Tisch. Andere Exemplare wie der Butternusskürbis oder der Muskatkürbis verlangen etwas mehr Zuwendung, punkten dafür aber mit besonders feinen Aromen. Besonders sämig wird die Kürbissuppe, wenn man noch einige mehlig kochende Kartoffeln mit hineingibt. Kürbis richtig schälen und schneiden. Im rohen Zustand ist jeder Kürbis ziemlich hart. Das Schneiden des Kürbisfleisches erleichtert ihr euch mit einem schweren, großen Messer. Dazu den Kürbis zuerst in 2 Hälften teilen und mit einem Löffel die Kerne und das weiche Fruchtfleisch herausschaben. Achtet ihr darauf, dass ihr vom festen Fruchtfleisch möglichst wenig abtragt. Jetzt kann der Kürbis in mehrere Spalten aufgeteilt werden. Das erleichtert das Schälen
und klein schneiden. Zum Schälen am besten ein scharfes, kleines Gemüsemesser verwenden und mit Geduld die Schale sparsam abschneiden. Mit dem Sparschäler rutscht man bei einem besonders harten Kürbis leicht ab. Dann den Kürbis in Würfel schneiden und gar kochen. Wer etwas mehr Zeit mitbringt und sich aber Arbeit sparen will, kann den Kürbis auch einfach in 4 Hälften teilen und diese im Backofen garen. Dann wird das Fruchtfleisch schön zart und der Kürbis kann einfacher zerkleinert werden. Auch die Garzeit des Kürbis innerhalb der Suppe verkürzt sich dann und die Kürbissuppe steht schneller auf dem Tisch. Egal, ob ihr eure Kürbissuppe eher exotisch mit Ingwer, Curry und Kokos zubereitet oder lieber fruchtige bzw. deftige Rezepte bevorzugt, mit einer Scheibe knusprigem Baguette oder auf kräftigem Roggenbrot serviert, ist die Kürbissuppe der absolute Suppenstar im Herbst. Da fällt es gar nicht so leicht, sich für ein Rezept zu entscheiden. Nur gut, dass der Kürbis den ganzen Herbst und Winter über Saison hat. Denn die aromatischen Früchte lassen sich prima lagern. So kann man auch weit nach der Ernte feine Kürbissuppe genießen und das eine oder andere Rezept ausprobieren. Thymian. Thymian ist ein Klassiker unter den mediterranen Gewürzen und das aus gutem Grund. Bittersüß und wunderbar würzig entlockt Thymian nicht nur Huhn, Lamm und Fisch warme Geschmacksnoten, sondern freundet sich auch gerne mit Eis und frischen Früchten an. Ganz nebenbei ist Thymian auch noch gesund. Besonders hilfreich soll die Gewürzpflanze bei Atemwegserkrankungen sein. Thymian als Küchenkraut. In herzhaften Gerichten schmeckt besonders die Kombination von Thymian und Knoblauch hervorragend. Zum Beispiel in einer würzigen Ratatouille, aber auch in Schmorgerichten oder Tomatensoßen. Geben Sie einfach einige Zweige frischen Thymian während des Garens hinzu, die Sie vor dem Servieren wieder entfernen. Thymian wird durch Hitzeeinwirkung kaum in Mitleidenschaft gezogen. Beachten Sie beim Würzen, dass getrockneter Thymian die 3-fache Würzkraft von frischem Thymian hat. Thymian passt außerdem hervorragend zu Lamm, Geflügel, Rindfisch und Meeresfrüchten. Auch vegetarischen Gerichten kann Thymian Pep verleihen. Besonders gut verträgt er sich mit Tomaten, Zucchini, Auberginen, Oliven, Kartoffeln und auch Ziegenkäse.
Besonders beliebt ist natürlich die Kombination von Thymian mit anderen mediterranen Gewürzen wie Rosmarin und Oregano, zum Beispiel im Bouquet Garni und in den Kräutern der Provence. Gerade in Würzmischungen für Fischgerichte, Fischfonds und Wildgerichte sollte Thymian nicht fehlen. Neben dem echten Thymian bzw. Gartenthymian gibt es über 100 andere Sorten. Besonders beliebt ist der Zitronenthymian, der gut zu Lammfleisch, Eiergerichten und Salaten passt und diesen einen Hauch sommerliche Frische gibt. Seinen größten Auftritt hat Zitronenthymian aber in der Kombination mit Fisch. Auch normaler Thymian lässt sich gut mit Zitrone kombinieren. Wer also keinen Zitronenthymian zur Hand hat, kann ein Gericht einfach mit Zitronensaft und Thymian verfeinern. Ratatouille, fruchtiges Gemüse mit mediterranen Kräutern. Nur Zucchini, Zwiebeln und Auberginen? Von wegen. Ratatouille ist weit mehr als nur bunt zusammengewürfeltes Gemüse. Für das besondere mediterrane Aroma in der Ratatouille sorgen vor allem viele frische Zutaten, die der Gemüse- und Kräutergarten im Sommer hergibt. Das mögen übrigens nicht nur vegetarische Genießer, denn Ratatouille ist auch eine gesunde Begleitung für Fisch und Fleisch. Majoran, Rosmarin, Salbei oder Thymian, allein diese Kräuter verraten, welche Gaumenfreuden die Ratatouille verspricht. Denn es sind vor allem die feinen Kräuter aus der Provence, die dem Rezept sein tolles mediterranes Aroma verleihen und Sehnsucht nach Südfrankreich auslösen. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, wie eine Ratatouille gelingt und haben neben dem klassischen Rezept auch viele neue Ideen für euch. Traditionell kommen Auberginen, Zwiebeln, Zucchini, Tomaten und Paprika in das Rezept. Sie werden zunächst kurz gebraten oder gegrillt und köcheln dann so lange im eigenen Saft, bis ein Großteil der Flüssigkeit verdampft und eine sämige Masse entstanden ist. Wer Ratatouille eher knackig bevorzugt, sollte Auberginen, Zucchini und Paprika einzeln bissfest braten, sie mit dem eigenen Saft beiseite stellen und erst spät in die Ratatouille geben und mit den restlichen Zutaten wie Tomaten und Zwiebeln vermengen. Außerdem hilft es den Auberginen vorab das Wasser zu entziehen, indem man sie etwa einsalzt, 10 Minuten beiseite stellt und dann das Salz mit einem Küchentuch abtupft. Wer wenig Zeit hat oder eine sämige Ratatouille schätzt, brät alle Gemüsesorten in einem Topf oder in einer Pfanne an und schmort sie gemeinsam
zum Beispiel im Römertopf. Wer ein besonders feines Rezept zubereiten möchte, zieht die Haut von Tomaten und Paprika vorher ab. Übrigens schneidet man Zucchini, Zwiebeln und Co. traditionell in mundgerechte Würfel. Eine adrette Alternative: das Gemüse in dünne Scheiben schneiden, sie abwechselnd nebeneinander schichten, im Ofen garen und auf dem Teller als kleine Türmchen servieren. Ein Rezept wie im gleichnamigen Animationsfilm. Ratatouille, neue Rezepte mit Kapern, Kürbis und Co. Bei Ratatouille müsst ihr übrigens nicht bei den typischen Zutaten Zucchini, Zwiebeln und Co. bleiben. Wie wäre es mit einem Rezept mit Sellerie, schwarzen Oliven, Kapern, Kohlrabi, Pfifferlingen, Hokkaido-Kürbis, roten Zwiebeln oder getrockneten Tomaten? Vegetarier können Tofu in die Ratatouille geben und für Abwechslung bei der Würze sorgen etwa Limettensaft, Lorbeerblätter oder Petersilie. Achtet auch darauf, feines Olivenöl beim Anbraten zu verwenden. Wer gerne cremige Soßen mag, gibt vor dem Servieren einen Schuss Sahne in die Ratatouille. Andere lieben ihre Ratatouille, wenn das Gemüse im Rotwein oder Weißwein köchelt.